Guten Morgen. Wir sind schon aus Hamburg rausgefahren. Wir haben uns einen Kaffee gemacht, beziehungsweise ich. Und haben dann direkt zusammengepackt und sind losgefahren, weil es heute sehr, sehr heiß werden soll. Und deshalb dachten wir, fahren wir ein bisschen raus, suchen uns einen Campingplatz und ja, haben da vielleicht ein bisschen Schatten, können zumindest unsere Markise aufbauen, haben eine Dusche und in der Hoffnung, weil es liegt direkt hinterm Deich, dass man vielleicht auch ja, ein bisschen eine schöne frische Brise hat oder so. Wir sind froh, die heißen Sommermonate in Deutschland im Norden verbringen zu können. Vielleicht ein Vorteil mit unserem mobilen Zuhause, die Orte genau so wählen zu können, wie sie uns passen. Denn die letzten Jahre, die wir im Camper unterwegs waren, haben wir schon einige Erfahrungen sammeln dürfen, wie wir extreme Wetterbedingungen gut überstehen. Für die kommenden Tage war uns deshalb wichtig, ein Stellplatz im Schatten und die Möglichkeit, uns draußen ausbreiten zu können. Wir haben heute einen Campingplatz gewählt. Wir sind immer noch an der Elbe. Bei Colmar ist der Campingplatz. Richtig süßer, kleiner, uriger Campingplatz. Gemütlich gemacht haben wir es uns auch. Wir haben seit langer Zeit mal wieder unser Moonshade aufgebaut, also unser Sonnensegel. Richtig entspannt und so lassen sich die Temperaturen auf jeden Fall am besten aushalten. Das war, glaube ich, die beste Idee, die wir hatten, auf einen Campingplatz zu fahren, wo wir Schatten haben, wo wir Markise oder hier, wie nennt man das eigentlich? Moonshade. Moonshade, unser Vordach Ja. aufbauen können. Ich glaube, die Technik würde sonst komplett ausrasten. Und wir auch. Es ist warm. Es ist noch nicht der heißeste Tag. Ich habe das Gefühl, wir bleiben noch einen Tag. Ne? Ja, mindestens. Mindestens, ja. Und ich werde jetzt duschen. Verdient. Du durftest ja schon. Ja. Merci. Die Laptops sind weggepackt. Neben mir kochen schon die Kartoffeln für den Kartoffelsalat und dann holen wir den Grill raus. Die Sonne hat einfach noch so eine unglaubliche Kraft. Ich glaube, wir hatten echt richtig Glück mit unserem Stellplatz im Schatten und dann noch mit Markise draußen. Da haben wir die Hitze heute echt nicht so mitbekommen. Das ist krass, wie warm das noch ist. Mhm. Wir sind jetzt hinterm Deich. Auf der anderen Seite ist quasi unser Campingplatz. Hier kann man entlang spazieren, durch die Schafe hindurch. Und jetzt verdauen wir noch unseren Grillabend. Hey Schaf. Wir haben auf jeden Fall keine Probleme mit uns. Sind eher interessiert an Peppi. Erst 32. 31,6. 31.
Wir haben hier eine Nacht verlängert auf dem Campingplatz, weil heute die Hitzewelle weiterhin andauern wird und ohne Klimaanlage und ja, nicht so wirklich einen Plan, wo wir weiterhin wollen und ob es da ein schattiges Plätzchen für uns gibt und wir hier einfach unter dem Baum den perfekten schattigen Platz haben, haben wir uns entschlossen, hier zu bleiben. Haben heute Morgen schon ein bisschen was am Laptop gearbeitet, bevor die Technik vollends vermutlich überhitzt und den Geist aufgibt, genauso wie wir. Und haben uns jetzt eine Kleinigkeit zum Essen gemacht. Peppy liegt schon unterm Van. Was soll ich sagen? Wir versuchen heute einfach nur zu überleben. Wir hoffen, ihr da draußen habt auch ein kühles Plätzchen irgendwo. Ich kann nicht reden, zu warm. ...32 Grad und unser Hund legt sich freiwillig in die Sonne. Das ist loco. Macht das nur Peppy oder machen das eure Hunde auch? Mein Laptop ist schon überhitzt und eigentlich lässt sich diese Hitze nur so aushalten. Basti kämpft noch dagegen und versucht noch ein bisschen was zu machen. Ich warte jetzt einfach die Hitze ab, die ersten Wolken ziehen schon ein und warte, bis es wieder kühler ist und gehe dann an den Laptop. Zwischenzeitlich sind mal ein paar Wolken durchgezogen, aber die sind wieder weg. Gott sei Dank gibt es hier in dem kleinen Kiosk Eis, das ich uns vorhin geholt habe. Das wahre Leben hinter der Kamera. Wieso? Was habe ich getan? Ich habe gerade abgespült, hier steht jetzt der Spülkram, hinten dran steht der Laptop noch von Basti, die Powerstation läuft, nebendran ist irgendwelche Werkzeugbox, damit wir unser Roof Rack festmachen können. Hinten liegt noch mal eine Decke, weil ich dachte, ich lege mich noch mal hin, ist nicht passiert. Peppy liegt auf einem nassen Geschirrtuch vor ihrem Fressen, ist auch der einzige Hund, der gefühlt nicht immer auf ist. Passiert anderen Hunden irgendwie nicht. Peppy könnte mir, glaube ich, für 4 Wochen Fressen hinstellen, die würde sich's einteilen. Hashtag #RealVanLife. Auf jeden Fall sind jetzt die Wolken eingezogen. Es fängt bestimmt demnächst an zu gewittern, vielleicht. Es wird auf jeden Fall frischer. Heißt, wir packen zumindest mal unsere Technik rein. Und dann haben wir doch auch wieder ein kleines Hüngerchen. Fee, es regnet jetzt nicht.
Am letzten Tag auf dem Campingplatz muss man einfach nochmal die Dusche nutzen. Wer weiß, wann die nächste Dusche kommt. Und ja, die Duschbrocken sind aus unserem Zuhause auf 4 Rädern nicht mehr wegzudenken. Mit dem Schaumschläger-Set sind wir auch bestens dafür ausgestattet. Wir haben immer 2 Duschbrocken hier in unserer Tasche mit dabei, inklusive Lieblingsduft. Das ist aktuell Toni Zitroni, passt irgendwie perfekt für den Sommer. Und ja, mit genügend Vorrat für die nächsten Wochen. Für unterwegs haben wir die Duschbrocken Minis mit dabei. Die sind super leicht, handlich, laufen nicht aus und passen in jedes Handgepäck. Und ja, sei es Handtasche, Rucksack oder der kleine Rollkoffer, sind einfach perfekt für die kleinen Zwischenausflüge. Und mit unserem Code MINI-NEULAND bekommt ihr eben genau diese Duschbrocken Minis kostenlos auf das Schaumschläger-Set obendrauf dazu. Die Duschbrocken duften und pflegen mindestens genauso gut wie herkömmliches Shampoo, wenn nicht sogar besser. Wenn ihr Duschbrocken also auch mal ausprobieren möchtet, denkt dran, mit dem Link unten in der Beschreibungsbox kommt ihr direkt zum Schaumschläger-Set und mit dem Code MINI-NEULAND bekommt ihr die Duschbrocken Minis kostenlos mit dazu. Und ich würde sagen, damit seid ihr auf jeden Fall schaumtechnisch bestens ausgestattet, egal ob zu Hause oder unterwegs. Basti befüllt jetzt hinten gerade noch unseren Wassertank. Das darf natürlich auch nicht fehlen, bevor es losgeht. Und dann, ja, es ist ein richtig herrlicher Tag heute. Es hat ein bisschen abgekühlt, es ist ein bisschen bewölkt. Es scheint trotzdem die Sonne. Und da wir einen Termin in Hamburg haben, machen wir uns jetzt erstmal wieder auf den Weg Richtung Innenstadt. Wir sind jetzt vom Campingplatz aufgebrochen. Es war ein richtig niedlicher, kleiner Campingplatz, genau nach unserem Geschmack. Familienbetrieben, die Stellplätze waren alle sehr übersichtlich, nicht so groß. Es gab alles. Wir haben jetzt so um die 23 € pro Nacht bezahlt. Finden wir einen ziemlich guten Preis mittlerweile. Wir haben uns mal so ein paar Campingplätze rund um Hamburg und auch entlang der Nordseeküste angeguckt und da gehen die Preise irgendwie so ab 40, 50 € die Nacht los. Und finden wir schon echt einen krassen Preis, vor allem wenn man nicht immer alle Dienstleistungen braucht. Meistens wird man mit einem günstigen Stellplatzpreis gelockt und dann kommt immer noch eine Person mit hinzu, Hund kommt oben drauf, Strom muss man extra bezahlen. Wir haben jetzt auch schon gesehen, dass man für einen Wassertankfüllung irgendwie 6, 7 € bezahlen muss. Das läppert sich dann schon ganz schön. Deswegen wissen wir es umso mehr zu schätzen, dass wir hier jetzt so einen kleinen, süßen Campingplatz gefunden haben an der Elbe. Und ja, machen uns jetzt auf Richtung Hamburg und hoffen, dass das Wetter so bleibt. Es ist ein bisschen bewölkt, aber Sonne da, damit wir gleich schön was aufnehmen können später. Wir haben festgestellt, dass unser Öl leer ist, sowohl im Ölbehälter als auch unser Öl, was wir normalerweise immer dabei haben. Witzigerweise hat es echt bis jetzt gereicht, was wir aus Südamerika noch im Van hatten. Sprich, wir müssen uns jetzt erstmal wieder informieren und gucken, wo wir Öl herbekommen. Öl haben wir keins gefunden, aber gegenüber war noch eine kleine Werkstatt. Die haben uns was abgefüllt. Und jetzt guckt Basti, ob es bei Tom zumindest einen Trichter gibt, damit wir es gleich nachfüllen können. Irgendwie waren wir schon so dran gewöhnt, wie wir Öl in Südamerika bekommen und in den USA und Kanada und nach was wir suchen müssen und nach was, also wo wir suchen müssen, dass es uns jetzt gerade schwer gefallen ist. Wo bekommt man eigentlich Öl in Deutschland? Wir sind vorbereitet. Ich sehe keinen Trichter. Trichter hatten sie, aber es muss ja so ein bisschen länger sein, so ein flexibles Ding da unten drunter. Und das gab es als einzeln, so ein Teil. Das gehört aber nirgendwo zu und sie wussten nicht, wo dran. Dann haben der eine Mitarbeiter bei dem im Computersystem geguckt. Da gab es das auch nicht. Dann haben sie den Mitarbeiter den nächsten gerufen, dann noch einen, dann den Supervisor oder keine Ahnung. Und weil sie nicht wussten, wozu es gehört, was eine Artikelnummer, konnten sie es mir nicht mitgeben oder verkaufen. Und jetzt liegt das da und wird 100 Pro dann halt weggeworfen. Yay!
Statt mir das einfach mitzugeben und fertig ist die Laube. Naja. Also kein Öl nachfüllen. Nee, machen wir gleich, holen wir es woanders. Die Regals sind die Regals. Keine Artikelnummer, kein Verkauf. Lieber wegschmeißen. So, weiter geht's. Dabei hatte ich schon alles so schön vorbereitet. Ja, naja, wirklich. weiter geht's. Wir müssen nochmal nach Hamburg, weil wir heute nicht für uns für YouTube filmen, sondern hier was für eine Firma aufnehmen. Für heute erledigt. So, Feierabend für heute, zumindest am Set. Yes. Wir haben hier für eine Firma gefilmt, da machen wir einen kleinen Imagefilm und ein paar Bewegtbilder für die Website und auch Fotos und ja, hat mega Spaß gemacht, war irgendwie mal was anderes Voll cool. und freuen uns schon drauf, die zu bearbeiten. Yes. Jetzt geht's an den Laptop wieder. Mal wieder. Muss Was auch soll man sein. machen? Wir sind wieder raus aus Hamburg, sind auch so kurz vor dem Feierabendverkehr unterwegs, das ist vielleicht ganz gut. Wir haben aber Autobahn vermeiden an und fahren jetzt wieder Richtung Norden, raus aus der Stadt. Wissen noch nicht genau wohin, aber auf jeden Fall Richtung Küste. Die Überlegung gab es eigentlich schon länger, dass wir mal nach St. Peter-Ording hochfahren. Wir hatten vielleicht gehofft zum Sonnenuntergang, aber hier rollen ganz schön dunkle Wolken ein und ich glaube, mit dem Sonnenuntergang wird es schwierig, aber wir fahren trotzdem mal in die Richtung und gucken mal, wie es da so ist und ob wir da ein Plätzchen finden. Die Wettervorhersage sieht für heute nicht mehr so prickelnd aus. Es hat zwar aufgehört zu regnen, aber wir glauben, es wird nicht mehr so schön, dass man Zeit am Strand verbringen will. Deswegen haben wir uns jetzt einen Stellplatz hier 20 Minuten entfernt gesucht, auf dem Weg dahin. Und hier in dem Ort, ich glaube wir sind in Heide, ne? Ja. Gibt es ein Pizza-Service, Pizzarad. Und da nehmen wir uns jetzt eine Pizza mit. Pizza. Bis gleich. Während Basti die Pizzen holt, gehe ich mit Peps noch eine kleine Runde. Jetzt habe ich gerade gesehen, geht ein kleiner Weg rein. Und ich wollte gerade sagen, wir nutzen die regenfreie Pause, aber es fängt schon wieder an zu regnen. Ich dachte, die wären größer. Also da sind Oliven drauf. Ja, ist okay.
Wir fühlen uns total nicht nach gerade ins Restaurant gehen und da essen. Nee. Und umso schöner ist es, wenn man mit dem Van unterwegs ist und man sich die Box oder die Pizza nach Hause holen kann und man... Und zu einer Pizza gehört immer irgendwie Fernsehen oder so. Man muss irgendwas dazu gucken. Nicht immer. Immer! Petersilie auf einer Pizza, ne? Die ist ja fies heiß. Ja. Jetzt muss ich links hinstellen. Das ist auf jeden Fall der vollste Platz, auf dem wir, seit wir in Deutschland sind, gelandet sind. Es ist hier von der Gemeinde, ich weiß nicht genau, ein freier, kostenloser Stellplatz. Ist, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde von St. Peter-Ording entfernt. Und ich nehme mal an, dass die alle, weil man in St. Peter-Ording nicht stehen kann, hierher kommen. So auch wir. So auch wir. Naja, gehen wir mal mit Peps hier nochmal in den Regen. Das ist quasi jetzt noch unser Abendprogramm für heute Abend. Wir haben jetzt so 9:45, machen das jetzt noch zu Ende. Hat gerade wieder angefangen zu regnen. Eigentlich ist es ziemlich meditativ, muss ich sagen, wenn der Regen so oben aufs Dach prasselt. Das ist genau die angenehme Stärke an Regen. Und ja, gucken mal, was der Tag morgen so bringt. Wir hoffen, es wird nicht ganz so regnerisch. Für heute ist jede Menge Regen vorhergesagt. Umso schöner, dass jetzt gerade die Sonne scheint. Der Platz ist einfach so unfassbar voll und es ist jetzt, glaube ich, jetzt erst gerade Viertel nach 6, halb 7. Und es kam schon direkt ein neues WOMO. Er scheint richtig beliebt zu sein, der Platz. Bin mal gespannt, ob er da in der Mitte stehen bleibt und wartet, bis jemand wegfährt. Aber es ist auch echt herrlich. Ich bin ja hier gestern schon nach vorne gelaufen. Und ich zeige euch gleich mal, was es hier an dem Platz alles so gibt. Und das einfach mal wieder von der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt. Ja. Wenn man nicht viel braucht, ist es schön, dass es die Angebote gibt, dass man das hier einfach so kostenlos nutzen kann.
Komm, Peppi. Ja. Richtig herrlich. Es gibt hier Picknickbänke, vorne gibt es auch eine Bank, Mülleimer, ein Badesteg und das Beste ist, hier, das kann man gerade gar nicht richtig erkennen. Das ist die Stange. Das ist eine Dusche. Eine Frischwasserdusche, damit man sich nach dem Baden im Salzwasser, hier ist nämlich glaube ich schon Salzwasser, direkt abduschen kann. Oder vielleicht auch so abduschen kann. Es ist leider gerade Niedrigwasser, deswegen verlockt es einen so gar nicht zum Baden. Aber theoretisch an einem heißen Sommertag perfekt. Schiedwetter. Krass, was für ein Temperatursturz. Von 32 Grad. Oh, meine Haare sind schon richtig nass. Von 32 Grad auf, keine Ahnung, was haben wir jetzt, Peppi? 15, 16? Tut gut. Okay, schnell zurück, Peppi. Da haben wir ja einen Schauer erwischt. Schon wieder aufgehört. Genau, mitgenommen. So, auch nochmal einen guten Morgen von meiner einer hier. Wir machen uns direkt auf den Weg nach St. Peter-Ording. Wir haben gedacht, wir frühstücken lieber am Strand, als auf dem etwas überfüllten Stellplatz hier heute. Wie spät haben wir es? 7:30. Gute Zeit. Der Kühlschrank ist wieder aufgestockt. Es regnet zwar immer noch, aber wir hoffen, es wird einfach ein bisschen windiger und die Regenwolken ziehen vorbei und deswegen geht es jetzt an den Strand. Wir haben uns spontan gegen St. Peter-Ording entschieden. Beziehungsweise ich. Wir haben uns jetzt hier ein bisschen nördlicher in, wie ich finde, sehr schöne Natur gestellt. Direkt hinterm Deich. Weil wir überhaupt gerade gar keine Lust haben auf überfülltes, überteuertes Strandgewusel. Ich glaube, viel Gewusel ist da heute nicht bei dem Wetter. Ich habe eher keinen Bock auf Regen am Strand. Ja. Drauf, wir fahren da nochmal hin. Aber nicht heute.
Ich werde einfach nochmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten bei Svenny, dass wir auch noch nach St. Peter-Ording fahren. Da habe ich nämlich richtig Lust drauf. Aber wir sind auf jeden Fall richtig froh, dass wir diese super heißen Tage überstanden haben. Wir haben schon irgendwie vergessen, wie anstrengend das im Van ist, wenn es wirklich so heiß ist. Aber umso schöner, dass wir so einen coolen Campingplatz gefunden haben. Da konnten wir es dann doch irgendwie ganz gut überleben, da im Schatten mit leckerem Eis. Hat ja dann doch irgendwie ganz gut geklappt. Wir werden jetzt hier ein bisschen die Zeit am Deich verbringen, nochmal richtig viel arbeiten. Ja, und dann wahrscheinlich auch nochmal so einen schönen Spaziergang nach vorne machen. Das seht ihr dann aber nächste Woche. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch mal ein Like da. Und wenn euch ja dieses Deutschland-Abenteuer auch gut gefällt, dann abonniert doch mal unseren Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das unterstützt uns extrem. Geht für euch super schnell, kostet nichts. Und ja, unterstützt uns bei unserer Arbeit und bei dem, was wir hier machen. Da würden wir uns sehr freuen. Genauso wie über das Support-Herz in den Kommentaren. Und das Emoji der Woche. Ja, es muss einfach eine Sonne sein. Es ist einfach eine knallheiße Sonne. Wie sollte es anders sein? Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Danke. Ende.